Während der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder und Helfer des NSU in die letzte Phase geht, lässt die Bühne für Menschenrechte in den NSU-Monologen die Angehörigen der Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe zu Wort kommen. Es ist eine bewegende Phase für die Macher der NSU-Monologe, denn sie verleihen den Hinterbliebenen der Opfer der rechtsradikalen Mordserie eine Stimme und erzählen von den jahrelangen Kämpfen der Angehörigen um Wahrheit und Recht. Zeitgleich hat die letzte Etappe im NSU-Prozess begonnen. Die Verteidiger von Zschäpe halten ihre Schlussplädoyers. Ich spreche als Mutter von Halit Yozgat. Frau Zschäpe hat ihren Katzen mehr Bedeutung beigemessen als Menschenleben. Was wir durchmachen müssen. Wie es uns geht. Antonia von der Behrens ist eine der Nebenklageanwältinnen im NSU-Prozess. Sie hat die Interviews für das Stück mit den Hinterbliebenen vermittelt und vertritt Elif Kubaschik im Prozess. Sie wollte, dass eine breite Öffentlichkeit weiß, was es geheißen hat, dass die Ermittlungen gegen die Familie, gegen die Opfer geführt wurden, dass es nicht abstrakt bleibt, sondern sie wirklich erfahren, welches Leid das in den Familien ausgelöst hat. Sie sagten über uns, dass Halit erschossen wurde, weil wir krumme Geschäfte betrieben haben. 2001 habe ich der Polizei gesagt, ermittelt gegen Nazis. Was den Mandanten einfach sehr wichtig ist, dass das Urteil jetzt kein Schlussstrich unter die Aufklärung ist. Es ist weiterhin nicht klar, ob es Strukturen in Dortmund, Neonazi-Strukturen gegeben hat, die möglicherweise an dem Mord beteiligt waren. Es ist weiter nicht geklärt, ob die Morde hätten verhindert werden können mit dem Wissen des Verfassungsschutzes. Deutschland, wo du mit deinen Raketen die ganze Welt überwachen kannst. Du willst keine Information haben über die? Ich glaube, man hat sich auf beiden Augen blind gestellt. Wir öffnen das Geschichtsbuch und erzählen weiter jene Geschichten, die im Münchner NSU-Prozess zu kurz gekommen sind. Wir haben diese Geschichten anvertraut bekommen von den Hinterbliebenen und wir sehen es als unsere Pflicht, jetzt diese Geschichten möglichst oft zu verbreiten. Die NSU-Monologe als Sprachrohr für den Widerstand der Hinterbliebenen. Sie fordern eine Aufklärung der Fragen, die im Prozess bislang nicht beantwortet wurden.